Heute geht es um das dominante Auge. Das dominante Auge, wofür wir es brauchen, was es ist, wie man es rausfindet und welche Folgen das für mein Bogenschießen hat. Darum geht es heute in dem Video. Herzlich willkommen. Dominantes Auge, wie findet man das raus? Punkt 1. Machen wir mal alle einen kleinen Spalt mit unseren Händen hier vorne. Dann halten wir diese Hände vor unser Sichtfeld, schauen durch diesen Spalt auf einen Punkt, zum Beispiel an der Wand. Und dann führen wir die Hände zu unserem Gesicht. Und dann irgendwann landet dieses Loch vor einem Auge. Diese Entscheidung treffen wir nicht bewusst, sondern das machen wir quasi intuitiv, ja? Automatisch, sagen wir mal so. Und wir landen mit diesem Loch vor unserem dominanten Auge. Ja? Das dominante Auge sagt, welches den Blick führt. Wenn ich zum Beispiel mit einem traditionellen Bogen schieße, beide Augen geöffnet habe, dann möchte ich, dass mein dominantes Auge überm Pfeil ist. Das heißt, bei mir ist das rechte Auge, muss ich mit der rechten Hand ausziehen. Ist mein linkes Auge dominant, muss ich mit der linken Hand ausziehen. Problem, wenn mein linkes Auge dominant ist und ich aber über das rechte Auge, also den Pfeil unterm rechten Auge habe, dann entsteht das, was man Kreuzdominanz nennt. Ja, der Pfeil zeigt in Richtung Ziel, beziehungsweise soll Richtung Ziel zeigen und das andere Auge schaut aber schräg dazu, ich bekomme seitlichen Versatz. Das ist alles kein Problem. Ja? Ich meine, man kommt in einen Verein oder zu einem Bogenlehrer und dann bekommt man dieses Thema dominantes Auge sehr schnell aufs Auge gedrückt, beziehungsweise da kommt man schnell in Berührung mit. Manche nehmen das sehr, sehr ernst, manche sagen, jetzt schauen wir mal, finden wir mal raus, was es ist, weil das Problem ist natürlich, welches Auge dominant ist. Und die Frage, bin ich Rechts- oder Linkshänder, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ja, wenn ich Rechtshänder bin, möchte ich automatisch den Bogen mit der rechten Hand ausziehen. Wenn ich Linkshänder bin, möchte ich automatisch den Bogen mit der linken Hand ausziehen. Wie ich angefangen habe, Bogen zu schießen, ist schon ein paar Jahre her. Da hat man Leute noch mit aller Gewalt umgelernt und gesagt, wenn dein rechtes Auge dominant ist, dann musst du mit rechts ausziehen, auch wenn du Linkshänder bist. Ich würde das ein bisschen abschwächen und sagen, naja, wenn du tatsächlich den Rest deines Lebens einen traditionellen Bogen mit beiden Augen geöffnet schießen möchtest, dann musst du tatsächlich den Pfeil unter dein dominantes Auge bringen. Für alle anderen Variationen des Bogenschießens gibt es Lösungen. Zum Beispiel, angenommen, ich bin Rechtshänder, möchte auch wie ein Rechtshänder Bogen schießen, nämlich mit der rechten Hand ausziehen, aber mein linkes Auge ist dominant. Kann ich mir behelfen, indem ich sage, ich mache das linke Auge zu. Dann wird die Dominanz ausgeschaltet und ich kann mit dem rechten Auge in aller Ruhe mich aufs Ziel ausrichten. Bei einem technischen Bogen, zum Beispiel einem Compound-Bogen mit Visier, ist es so ähnlich. Da möchte ich ja letzten Endes hier so ein kleines Loch in der Sehne mit meinem Zielpunkt hier vorne im Visier vor meinem Auge in Deckung bringen und aufs Ziel ausrichten und dann quasi lösen. Ja? Wenn ich dann damit leben kann, dass ich da ein Auge zukneife, ja, beziehungsweise eine Augenklappe einsetze, das machen auch nicht wenige. Ja, die haben dann hier so eine Klappe, die können sie an der Mütze befestigen oder an einem Stirnband und klappen diese runter. Damit schalten die das eine Auge also aus. Dann ist das okay. Ja? Dann kann ich als Rechtshänder einen Rechtshandbogen schießen, auch wenn mein linkes Auge dominant ist. Ja? Am einfachsten ist es natürlich für jemanden, der Rechtshänder ist und das rechte Auge auch dominant ist, der muss nichts umgewöhnen, der hat alle Möglichkeiten offen, der kann beide Augen immer geöffnet halten, also auch
wenn er mit Visier schießt. Aber ich sag mal, wenn man Rechtshänder ist und das linke Auge ist dominant, man möchte aber jetzt nicht auf einen Linkshandbogen umgewöhnen, auch dann gibt es Möglichkeiten. Vor allem schon allein deswegen, weil es so viele verschiedene und verschieden technisch ausgerüstete Bögen gibt, mit denen ich schießen kann. Insofern, es hilft zu wissen, welches Auge dominant ist. Es ist gut, wenn man tatsächlich auch mit der Hand auszieht, welches Auge das Dominante ist, aber es ist kein Drama, es ist nicht das Ende des Bogensports. Man muss nicht unbedingt umgewöhnen, wenn das nicht der Fall ist. In dem Sinn, einfach mal ein Auge zu, auch wenn das Auge kreuzdominant sein sollte. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Haltet die Augen offen. Bis dann, euer Thomas. Zuggewicht. Wie viel brauche ich? Wie viel ist zu viel?